32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 21. Episode des YPC Bank 2024 und damit zugleich zum Finale. Von 32 angetretenen Anglern sind nur noch 6 im Turnier, die nun in den letzten 3 Folgen dieser Staffel um die Medaillen und den einen Pokal angeln. Dafür sind wir diesmal weder auf den Azoren noch in der Extremadura. Nach 2 Jahren unter südeuropäischer Sonne müssen die Finalisten ihr Können in diesem Jahr an 2 nasskalten Oktobertagen in den Niederlanden unter Beweis stellen. Vor- und Zwischenrunde fanden im Juni statt, doch auch wenn das Wetter sich damals noch nicht von seiner besten Seite zeigte, dürften vor allem die Bedingungen unter Wasser und damit einhergehend die Taktiken der Angler im Herbst andere sein als zum Saisonbeginn. Einen Favoriten gibt es trotzdem, denn nach dem Halbfinalaus von Enrico Di Ventura und Dustin Schöne ist Toon van Ham der letzte verbliebene Teilnehmer, der den YPC Bank bereits gewinnen konnte. Auch in diesem Jahr hat sich Westins Vorzeigeprofi bis dato keine Blöße gegeben. Tatsächlich ist Toon aber nicht der Einzige, der nahezu mühelos ins Finale durchmarschiert ist. Bei seinem YPC-Debüt dominierte Anton Holzleitner das Geschehen in Gruppe B und fegte im Halbfinale Herbert Ziereis glatt in 3 Sätzen vom Parkett. Spätestens seit dem Bayern-Battle glauben nicht wenige daran, dass der Newcomer von Sportex sich die europäische Uferkrone schon bei seiner ersten Teilnahme aufsetzt. Auch Sami Mohib ist der ganz große Wurf nach dem bisherigen Turnierverlauf durchaus zuzutrauen. In Gruppe A setzte sich der Yosuri-Youngster gegen namhafte Gegner wie Birger Domeyer und Max Guder durch, bewies im Halbfinale seine Vielseitigkeit und schlug Sebastian Hähnel ohne eigenen Satzverlust. Eine beeindruckende Leistung gegen den Zander-Experten, um hier zu gewinnen, wird der Belgier aber auf jeden Fall einen weiteren davon schlagen müssen, denn Veit Wilde ist noch im Turnier. Bei seiner 6. YPC-Teilnahme steht der Seika Pro-Repräsentant nun erstmals im Finale, obwohl es in der Vorrunde zunächst nicht danach aussah. Mit einer starken Aufholjagd holte sich Veit dann aber doch noch den 2. Platz in Gruppe D und setzte sich anschließend im direkten Duell gegen Alexander Wils und per Punktedurchschnitt gegen Patrick Marable durch, standesgemäß vor allem dank 3 starker Exemplare seines Lieblingsfisches. Der 5. im Bunde versteht sich ebenfalls sehr gut aufs Zanderangeln. Unvergessen bleibt Flo Hassenflugs Halbfinal-Performance aus dem letzten Jahr, aber auch in dieser Staffel landete der Hamburger eine starke Zetti-Serie, die ihm zum 2. Platz in Gruppe A verhalf. Im Halbfinale folgte dann ein 4-Satz-Match mit Enrico Di Ventura, das Flo mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Dasselbe Ergebnis gab es im Battle unseres 3. Finalisten. Als Drittplatzierter der Gruppe C setzte sich Luis Mendes am Ende ungefährdet gegen seinen Kumpel Markus Eule durch und steht nach 2022 zum 2. Mal in einem YPC Bank Finale. Wenn es diesmal für mehr als den undankbaren 4. Platz reichen soll, muss der Mann von Leach einen Fehlstart wie in der Gruppenphase auf jeden Fall vermeiden. An guten Tagen ist ihm allerdings alles zuzutrauen. Damit ist die Vorstellungsrunde komplett. Im Finale gelten fast die gleichen Regeln wie in der Gruppenphase. Es gibt 2x8 Angelstunden für je eine Barsch,
Zander und Hecht sowie 3 Bonusfische. Auch die Regeln im Hinblick auf Topwater und Zeitstrafen sind identisch. Am ersten Tag werden die Fänge wieder per WhatsApp allgemein bekannt gegeben. Am zweiten Tag herrscht dann Funkstille. Der einzige Unterschied zur Gruppenphase: zwar müssen die Angler auch im Finale in 2 unterschiedlichen Zonen fischen, diesmal können sie sich die Region aber selbst aussuchen. Witzigerweise haben ihre Entscheidungen an Tag 1 zu einer perfekten Aufteilung in 2 Zonen geführt. Alle 6 Angler haben sich für Zonen im Süden entschieden. Anton, Veit und Luis fischen im Südwesten in Zone 1. Ton, Flo und Sami im Südosten in Zone 4. Die 3 Letzteren sind wegen der kürzeren Anreise aus dem Camp schon früh am Wasser. Der Rest ist noch unterwegs. Minutes to go. Sun is coming up. Prime time for Zander, I would say. Fishing has been extremely tough in the river, but especially in the mornings, you can force something. I'll try to catch a Zander early in the morning. I'm putting on my wading pants. So this is a Kinetic X5 wading pants. Super nice to fish stretches on the river. I glide sometimes with my foot off stones and stuff, and I really want to have a good boot under it. So I don't take the one with the normal boot, but I take a wading boot. It's much stronger, you see, so you cannot hurt your toes and ankles within the walking on the stones. Einen wundervollen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Finale des YPC Bank 2024. Ich werde heute versuchen, Hechte zu fangen und mit Glück einen Zander. Das ist das Ziel für heute. Und ja, Bedingungen sind eigentlich ganz gut. Es ist angenehm mild heute Morgen. Wir hatten 3 Grad, jetzt haben wir 15 Grad, also extreme Sprünge in Temperatur. Ich hoffe, dass die Fische uns trotzdem gnädig sind heute. Ich habe mir heute einen Spot ausgesucht, der eigentlich Strömung hat. Und zwar ist hier ein Einlauf. Hier wird Wasser quasi in den Fluss gepumpt. Und der fischt besonders gut, wenn Strömung ist. Aber heute Morgen keine Strömung. Das heißt, ich werde sehr, sehr leicht fischen, sehr, sehr langsam fischen und hoffe, dass ich trotzdem hier einen Zander aus der Reserve locken kann. Drückt mir mal bitte ganz fest die Daumen. Cow is starting to eat some plastic. You can see the river has been high. So all the plastic comes into the fields. And if they eat it, they die. Or they have a good chance to die. So take away the trash. Hello guys, welcome back in the YPC finals. For you it has only been like 1 week, but for us it has been like 2 months and a half. Now we're in the middle of October. Conditions are not the same at all. So here I am, first day, first spot. I'm fishing on the lake actually for perch. We'll try to catch some big perch. And I will go with Carolina, already winter technique. So yeah, let's hope it's going to work. Let's go. Love that. I'd like some audience. So guys, we made it. We're in the final in the beautiful Netherlands this time. And man, I am pumped to start. Our game plan is very clear today. We need only 2 or 3 fish, but big ones. That's my game plan today. I will gamble a little bit on spots where I know there are big ones, but not many. And we will see what happens. Please support me. Team Westin, here we go. Let me find a more stable stone to stand on and do the first cast. Let's go. YPC Bank, Finale, erster Wurf. The current is nice, but not super strong, so I think I will switch to a 5-gram jig. I'll make some casts with 7 first, but it's incredibly important if you want to catch big fish to slow it down as much as you can. What a bite, big one. Big perch. Whoa! Yes! Whoa! Guys, this is unbelievable. We catch a big perch on the second cast.
That's 45 all day. Woo! That's nice, cows? I know. Thank you, I know. Yeah, this is a start I was hoping for. The perch is for me today the hardest. And to have it already right now, that's just incredible. Let me wethen the board and be quick. 44. This is unbelievable, guys. A perch of 44 centimeter just smashed a bull tease, 9.5 in pearl sand. Let's release this beautiful 44 centimeter perch. Yes! Wow, this is a hell of a start. 5 minutes. Also als Mitfinalist würde mir das schon gehörig den Morgen verhageln. Bei Veit scheint aber noch keine Fangmeldung eingetroffen zu sein. Hallo liebe Anglerinnen und Angler. YPC Bank 2024, das Finale. Und ich bin, nachdem es letztes Jahr nicht ganz gereicht hat, endlich mal mit dabei. Ich muss jetzt aber ganz schnell anfangen, denn ich könnte eigentlich schon seit 4 Minuten angeln. Aber eine nette Begrüßung, dafür muss Zeit sein. Wir haben ein bisschen Zeitverbrauch auf der Anfahrt. Deswegen, hier kommt es jetzt drauf an, es müssen 2 super Tage rauskommen. Ich starte mit einem Köder, der eigentlich ein absoluter Klassiker ist, wo man nicht viel verkehrt machen kann. Den Fortuna Shad von Salka Pro, Harbor Hot Perch. Es ist früh morgens, noch ein bisschen bedeckt. Da kann ein Hecht drauf gehen, da kann ein Barsch drauf gehen, da kann auch ein Zander drauf gehen. Jetzt am Anfang kann ich ja jeden Fisch gebrauchen im Prinzip, egal was es für eine Art ist. Und Kescher ausgeklappt, ich bin zuversichtlich, ich habe den großen mitgenommen. Jetzt aber nicht mehr weiter labern, sondern Köder schnell in den Karabiner und dann geht es hier los. Vielleicht jetzt in den frühen Morgenstunden gleich mit einem schönen Fisch. Warten wir mal ab. Drückt mir die Daumen. Wir sind etwas spät dran, wir hatten wieder eine lange Anreise. Der Plan ist, hier jetzt 4 dicke Barsche zu fangen und als Bonus vielleicht ein Hecht dazu. Ich starte jetzt gleich mal mit dem Twitchbait. Da habe ich im Training gleich den Hecht drauf gefangen. Hoffentlich können wir das reproduzieren. Und ihr seid hautnah dabei. Wetter passt eigentlich. Der Wind steht leider ein bisschen ungünstig, aber sollte normal passen. Wir geben jetzt Vollgas. Und ja, ich bin nervös, ey. Die Pumpe, die ballert richtig. Aber ich hab Bock. Und ja, schauen wir, was kommt. So guys, as you can see, I'm fishing a different rod today because Westin brought out a new series, actually a renewed series, the W8 series. And this is such a fantastic rod series. You have all the known rods, Finesse Shad, Finesse TNC, Versities. For every angler there is something in there, and I'm of course fishing with the Finesse Shad up to 28 gram. That's my most liked rod for river fishing like this. Light jigging, you can do crankbaits with it. You can do, if you want, you can do Shibraska with a craw with it. It's a very nice all-round rod. Definitely take a look at this new series. It's spot on. With the next fish, if we catch another one, I'll show you the rod in detail. Fish on. Yeah, perch. Yeah, my net was stuck, so I had to grab it by hand. I was using a prototype of the next LMAB Crow. Quite dark color because the water is a bit murky in this lake, but it's always like that. Not the biggest I had here, but you can see I have the half, so 36. First fish of today, guys. I'm happy, but I have to say I hope for bigger fisher, but that's still a good fish. So let's put it back in the water slowly. Yeah, go back. Yes, and let's report this one. Auch Sammy benötigt nur wenige Minuten. Start nach Maß für die belgische Anglerschaft.
Bei Flo läuft's zu Beginn nicht ganz so glatt. Zuziehen und weiter. Das ist so. Es ist einfach nicht meine Zeit, so früh morgens. Aber für euch tun wir das natürlich alles. Herrlich. Boah, ist schon wieder falsch zusammengezogen. Ja, Jesus. Heute Morgen ist echt der Wurm drin. Ne? Bin einfach kein Morgenmensch. Ja. Maybe it's a Zander. No. The strike was hard. Hopla. Still good. So second fish quite fast after the first one. Probably the same group of fish. Not the biggest fish, but yeah, still fish is fish. And still not a bad fish either. This one it's 33. So a bit smaller than the first one, but still. Go back. Perfect. Yeah, let's continue. So right now I'm fishing like the end of a lake where I know some fish is always around. Water are a bit muddy, but it doesn't matter. Fish is there. Just I use quite dark color on the crow. And for the setup, I'm using the Moustique 28 grams in 2 meters, like it's 2.35 meters, something like that. Quite long. And it's important because yeah, I fish in the deep waters. They are at the edge of the deep waters. So yeah, important to have quite a long rod to be able to cast far and to not get stuck too often on the rocks. Yeah, quite heavy Carolina, 14 grams. And the perch can be anywhere. I just need to fish, move, and find them all along this lake. Wenn mich jemand fragt, ob ich lieber coolen Content oder Werbung produziere, würde ich sicherlich sagen, lieber geilen Content. Aber Werbung für gute Produkte finanziert nun mal die coolen Inhalte. Wie unser Produktionsteam, das das ganze YPC-Material filmt und schneidet. Und mit Snox haben wir jetzt die Chance auf einen coolen Werbepartner für 2025. Ob Boxershorts mit Anti-Loch-Garantie, verschiedenste Socken oder super Thermounterwäsche, die für uns Angler jetzt im Winter natürlich besonders interessant ist. Mit unserem Code Hecht und Barsch 20 erhaltet ihr bis zum 29.12. nochmal satte 20% Rabatt auf die ohnehin fairen Preise und helft uns dabei, Snox als YPC Werbepartner zu gewinnen. Es gibt wirklich keine Ausrede. Egal ob männlich oder weiblich, egal wie alt, egal woher ihr kommt, jeder braucht Unterwäsche, jeder braucht Socken und viele von euch brauchen sicherlich auch noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Und wer bis zum 18.12. bestellt, der bekommt sein Paket laut Snox auch noch rechtzeitig zum Fest. Dafür einfach unten in die Videobeschreibung gehen, da findet ihr den Link. Den Code haben wir euch schon gesagt. Viel Spaß mit eurer Snox-Bestellung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Rest der ersten Finalfolge. That's again a perch. Yeah, again a perch. We are on fire. We are on fire. My scale is still still wet. It's a smaller one. It's a 40 again. 41. What a start. Second perch for me. Let's release it quickly. Struck also on a bull tease, fully inside. Oh, 41 centimeters. Let's go. Bye bye. What a start. What a start. Let's put it in the group.
Der Traumstart setzt sich fort. Auf Barsch Nummer 2 folgt der angekündigte Blick auf Tons Setup. Wer sich erinnert, seine treue W6 musste er nach einem Halbfinalmalheur an der Steinpackung ersetzen. Was den Köder betrifft, setzt der Youngster diesmal auf Paddle statt Curl. I think you all know this lure. Bull tease 9.5 centimeter, the paddle tail version, on a 5 gram stand-up jig head in the current, slowly fishing, is a weapon. And I've caught in YPC so many good fish on this specific lure in the color pearl sand. That's unbelievable. It's my go-to bait on hard conditions. And you see why. The rod I just told you about is the W8 Finesse Shed. It's 2 meters 23 long and has a casting weight from 10 to 28 gram. This is perfect for a variety of fishing styles when you're fishing a river and you're making stretches like I am. So you're not fishing Boone. For Boone I would take a longer rod, but for the stretches I like a short rod. Most of the time the drop-off is quite close in the shoreline, so it doesn't matter to cast for or have a long rod, and you can do crankbaiting, twitch baiting, you can take a chatterbait, a spinnerbait, you can jig. It's such a variety of fishing styles with one rod, which is why I love the Finesse Shed series. Let's see if we can catch another perch or a zander, vielleicht, and let's continue fishing, I guess. Ton angelt nicht nur akribisch, auch das Portfolio seines Sponsors hat der Youngster bis ins Detail verinnerlicht. Vorbildlich. Für die Konkurrenz gibt's die nächste frühe Hiobsbotschaft. Looks like only Belgian people are catching right now. Oh, ich gucke gerade in die Gruppe. Und es ist einfach nur Wahnsinn. Ton von Hamm, congrats man. Habe ich ihm auch schon beim Frühstück gesagt, der rockt das wieder. Wir haben nämlich eine Hütte zusammen. Barsch 41 und Barsch 44. Unglaublich. Also vor allem sowas im Turnier zu fangen, sowas fange ich ja nicht mehr in meiner Freizeit. Hammer. Und auch Sami Barsch 33, Barsch 36, richtig stark. Das wird ein langer Tag. Die Aufholjagd beginnt jetzt schon. Was ist es? 19 Minuten nach 8. Die ersten Würfe habe ich gemacht. Ohne Ergebnis, kein Biss. Und nebenbei habe ich auch erfahren, dass schon die ersten guten Fische gefangen wurden. Da muss ich mich dementsprechend ein bisschen anstrengen. Ich bin aber dennoch tiefenentspannt. Es ist zwar immer nicht so schön, falls jetzt hier der erste Spot nicht aufgehen sollte. Aber Alternativen habe ich genug und da ist natürlich noch lange nichts verloren. Mal schauen. Vielleicht beißt gleich einer. Ein bisschen warte ich noch ab. Ich werde auch auf alle Fälle noch einen Chatterbait mal dran machen. Und mal schauen, vielleicht kommt ja jetzt hier gleich ein Barsche oder Zander auch mal vorbeigezogen, reingezogen und dann kriege ich ein paar Bisse und hole dann hoffentlich auch den ersten Fisch gleich raus. Jupp. Jupp. Yeah, nice patch. Yeah! Entry. So let's see how big it is. 36. 36 like the first one if I remember well. Third fish of the day already, really happy about it. Really happy, strong bites. Nice fish. Let's put it back. Hoppla. And let's continue. Langsam wird's deutlich im internationalen Vergleich. Sami löst seinen Landsmann an der Spitze ab. Bei den Bundesbürgern stottert der Motor. Fuck. Das war nix. Ein Satz mit X. Aber wir schauen hier später noch mal vorbei, ob die Strömung dann da ist. Und vielleicht haben wir dann ja noch mal Glück. Also Daumen drücken, dass wir hier Strömung kriegen. So, ich habe es auch endlich mal ans Wasser geschafft. Ich hatte ein bisschen Pech heute Morgen, extrem viel Verkehr. Ich starte jetzt eine halbe Stunde später. Aber ja, einmal kurz zu meinem Plan. Wir befinden uns am Großgewässer. Hier fühle ich mich relativ sicher. Ein Gewässer, was ich sehr oft vom Boot befische. Und ich weiß einigermaßen, worauf die Fische aktuell hier reagieren.
Mein Plan fürs Finale, nicht auf Full Cut erstmal zu angeln, sondern direkt von Anfang an auf richtig dicke Fische. Also Big Fish ist heute mein Ziel. Was am wichtigsten heute ist für mich, dass ich einen guten Barsch fange und halt noch ein bisschen Beifang. Auf geht's. Ja, die ersten Fangmeldungen gab es gerade, habe ich gesehen. Die ersten Barsche für Tone und für Sami auf jeden Fall. Das ist jetzt auch erstmal mein Ziel. Ich mache mir jetzt hier ein Twitch-Bait drauf, den Flash Vibe 98 als Suspender in der Farbe Galaxy und werde jetzt diese ganze Steinpackung hier entlang gehen, immer wieder abfächern und hoffentlich fange ich einen dicken Barsch. Ja, das ist der erste Barsch. Jawohl! Geil, 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 geil. Ja, das ist jetzt noch nicht ganz die Größe, die wir hier erwarten, aber der Anfang ist gemacht. Ich hatte schon einen Fehlbiss und ja, ich sag's euch Leute, meine Pumpe, die ist am explodieren. Ich bin so nervös, das ist echt krass. Aber der Fisch ist jetzt echt eine Erleichterung. Wir vermessen jetzt schnell und machen gleich weiter. Fisch liegt vorne an. 34. Siehst du es? Ja, passt. Ja Leute, richtig schöner Barsch, 34. Der bringt schon mal ordentlich Punkte. Für den Start richtig geil. Der kommt gleich zurück und wir geben weiter Vollgas. Ciao. Jawohl, Fisch geht dahin. Geil. Oh, fuck. Diese Anspannung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oh, ich glaube, ich habe einen 200er Puls gerade. Absolut irre, Mann. Das dürfte Antons Anspannung doch vielleicht ein bisschen abmildern. Veit ist als alter Turnierhase vermutlich eher bei einem Ruhepuls von 48. Und das, obwohl sich sein erster Spot als Rohrkrepierer erweisen könnte. Jetzt kommen schon die Notköder hier zum Einsatz. Ich versuche noch mal ein paar Würfe zu machen mit dem Spin-Jig. Vielleicht bringt das ja wenigstens den Barsch, den ich zwar nicht so um jeden Preis will, aber ich hätte jetzt nichts dagegen. Es scheint aber doch so zu sein, dass ich wieder mal einen dieser Tage erwischt habe, wo hier kein Fisch oder wenig Fisch an der Stelle ist. Aber das ist keine Katastrophe, es ist noch viel Zeit, aber schön ist es trotzdem nicht. Deswegen würde ich ja eigentlich, damit es nicht ganz umsonst gewesen ist, schon gerne noch mit irgendeinem Fisch von dem Spot weggehen. Aber erzwingen kann man ihn nicht. Und ich werde heute auch nicht wieder diesen Fehler machen, dass ich mich jetzt hier zu lange festbeiße an der Stelle, wenn nichts kommt. Beim privaten Angeln kein Problem, da würde ich das machen. Da würde ich sagen, okay, kann man auch mal 2-3 Stunden stehen bleiben. Vielleicht kommt er irgendwann reingezogen, aber jetzt ist es halt schon so, dass relativ bald nach Möglichkeit ein Fisch kommen sollte. Einfach auch für die Moral, für die Psyche. Und ja, wenn das hier jetzt halt nicht machbar ist, dann vielleicht woanders. Aber erst mal gucken. Vielleicht geht hier gleich was drauf. Und dann bin ich wieder zufrieden. Fisch gehabt, scheiße. Fisch. Das müsste ein kleiner Barsch sein. Und nicht abgehen. Das müsste ein kleiner Barsch sein. Sehr klein. So. Ich habe gesagt, ich will heute einen Barsch fangen. Den habe ich jetzt auch. Leider noch nicht in der Größe, wie ich es brauche, aber gut, ich lasse mal kurz im Wasser und mache einmal meine Scale nass. Das ist ein 32er Barsch. Okay, so, dann bin ich auch im Turnier angekommen. 32er Barsch, sehr schön, es freut mich. Das bringt schon mal so ein bisschen ja, ein gutes Gefühl auf jeden Fall für den Spot. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich noch einen größeren erwische. So.
Gelungener Einstand, vor allem gemessen an der Nettoangelzeit. Flo zieht an anderer Stelle sein erstes Zwischenfazit. Alle fangen, nur wir nicht. Nee, weit hat auch noch nichts. Aber dann haben alle schon gefangen. Naja. Wie gesagt, das mit der Strömung ist super ärgerlich. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, hier noch eine Stunde rumzudömpeln und zu warten. Oder ob man sagt, okay, dann ist es so. Hier ist jetzt natürlich eine Monsterströmung drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Meine Laune wird besser, auch wenn wir noch nichts gefangen haben. Aber immerhin hier ist Strömung. Das ist ja schon mal was. Müssen wir natürlich auch erstmal noch den Fisch fangen, aber... Ja, mit dem Wind ist echt ein bisschen schwierig zu werfen. Ich fische jetzt gerade mit der YPC Bankroute, die ich designt habe. Aber ich glaube, ich greife jetzt gleich mal zu einem längeren Modell. 2,70 Meter, damit ich einfach die 4-5 Meter noch weiter rauskomme. Und ihr seht es hier draußen bei der roten Boje. Das ist da, wo die Fahrt drin ist. Und hier stehen auch die Fische drin normalerweise. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht ganz hin jetzt momentan. Deswegen, ich wechsle jetzt gleich mal das Routenmodell und vielleicht bringt das dann gleich nochmal einen Fisch. So in this time of the year, the morning is really the prime time to catch fish. The days are shorter, so the sun comes up at 7:30 and we are allowed to start at 8. Between 8 and 9 is the perfect time to catch predators. They are much more active. And this is also what you see in the group. So a lot of people is catching fish, but what I personally think is that it will slow down over the day. At least this has been the case in my training days. I really saw in the early mornings and in the evenings good action, and after that it slowed down a little. You could still catch a fish, but much less. At least this counts for my spots. Leute, wir feiern Shimano Week zum zweiten Mal in 2024 und was soll ich euch sagen, es wird noch krasser als beim ersten Mal. Shimano Extension, eine Stella, Yasai-Kette, Köder, Taschen und vieles mehr. Insgesamt erwartet euch ein Hauptpreis von über 3.500 € an Shimano-Produkten. Einfach vom 15. bis zum 23. Dezember Shimano-Produkte shoppen und pro 50 € Shimano-Warenwert automatisch mit je einem Los im Lostopf. Und natürlich nur auf Hecht und Barsch.de. Was ist denn hier schon wieder los? Ho, ho, ho! Oh, nee, Senta, was machst du hier? Ich habe den Deal des Jahres für dich. Für alle artigen Anglerschmiede-Fans gibt es den Online-Kurs zum Angelschein zum Weihnachtsfest für nur 69 €. Nicht schlecht, Senta. Das ist ja ein mega Ding. Aber nur bis zum 31.12.24. Anspannung. Adrenalin am Limit. Ein Kampf gegen die Witterung, die Gegner und gegen sich selbst. Bangen, dass der Plan aufgeht, während die Uhr erbarmungslos tickt. Zwischen reinster Verzweiflung und erlösender Freude. Zusammengepackt in einer Sonderedition. Mit einem Preisvorteil von über 70 €, einem nur in diesem Drop erhältlichen YPC-Produkt und einem halbstündigen exklusiven Background-Interview mit Enrico Di Ventura und Luis Mendes, in dem sie ganz persönliche Einblicke ins Turnier gewähren und ihre Gefühlslage zu verschiedenen Situationen preisgeben. Natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für jeden YPC-Fan, aber nur solange der Vorrat reicht und nur auf hechtundbarsch.de. Ich mache einen Spotwechsel. Sehr schade, es ist immer nicht so schön, wenn die erste Stelle nicht funktioniert. Es ist noch nichts verloren, es ist noch nicht mal eine Stunde um. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ja, die stehen echt voll in der Fahrt drin draußen. Ich halte die Route wieder hoch, wegen den Steinen. Aber es ist wieder so ein Barsch in der Kategorie.
Oh fuck, der Kescher. Scheiße, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Okay. Ey, was eine Action, Mann. Und da ist auch schon der Barsch. Jawohl. Oh. Nervenkitzel vom Feinsten. Geil. Oh. Na, wenigstens fischschonend. Also, der hat 32. Ja, schöner kleiner Barsch. Bisher die kleinsten, die ich an dem Spot jemals gefangen habe, aber ist egal, wir freuen uns. Es ist ein guter Anfang. Jetzt setzen wir schnell zurück und wir arbeiten uns jetzt die Hierarchiestufe hoch. Wir schauen jetzt, dass wir mal endlich einen 40er oder vielleicht auch einen 45er rausdrillen. Ich hole mir jetzt schon die lange Route, weil ich glaube, ich muss 3, 4, 5 Meter weiter raus. Aber hey, es läuft. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde wahrscheinlich hier. 2 Barsche. Das passt doch, oder? Jetzt machen wir weiter. Passt auf jeden Fall und Anton wirkt schon gleich viel gelöster. Bei Ton dagegen scheint die Anspannung wieder etwas zugenommen zu haben. I know at these spots you can catch pike also. Had in training here many times a pike. So we just fish it off as we should, slowly. Then we fish the hotspot of the area a little bit out again with cross. Never a bad idea. If there is 2 perch, then there is more than 2 perch, I would say. Auf jeden Fall ein besserer, schwererer Fisch. Zander. Oder? Hecht. Junge, richtig dicker Hecht. Richtig dicker Hecht. Das ist ein Meterfisch. Das ist ein Meterhecht. Meterhecht. Bitte, lieber Gott. Scheiße. Bitte nicht über die Steine. Bitte. Freunde, ich bin so happy, Alter. Junge, ich habe einen Meter. Danke, danke, danke. Ich habe einen Meter gefangen. Das ist der Grund, warum ich ans Großgewässer gegangen bin, um für den Big Fish zu angeln. Und das sind jetzt Punkte, mit denen ich mich erstmal in der Gruppe melde bei den Boys. Ja, Mann. Doch, halb. Und? 114? 114. So, Freunde. 1,14 Meter. Das ist ein Fisch, den ich hier abgreifen wollte am ersten Spot. Ich bin mega happy, mega glücklich, dass der Plan funktioniert hat. Und ja, jetzt wird weiter geangelt. Das soll nicht der letzte sein für heute. Okay. Der hat es eilig gehabt. Ja, Mann. Das sind so richtige Punkte. Ich freue mich mega. Mega. Ich glaube, ich habe noch nie... Habe ich schon mal gemetert bei YPC? Das ist kein schlechtes Zeichen.
Ein dickes Ausrufezeichen. Und ich wag mal die steile Prognose, dass dieser Fisch bis zum Ende auf dem Board bleibt. Die Verspätung am Anfang hat Luis damit komplett vergessen gemacht. Für die Konkurrenten ist der drittlängste Hecht der YPC-Geschichte natürlich ein Wirkungstreffer. Oh, this is crazy. What? He said he put it 1.40 meter in the app? Yeah. Huh? What the fuck? That's a tough one to top off. Wow. 114. That's incredible. I was expecting a big pike for him. Congratulations, Luis. So, Freunde. Egal wie klein der Rucksack ist, eine Sache darf man niemals vergessen, wenn man ans Wasser fährt, wenn man auch einen dicken Fisch fangen will, den Big Fish Flachmann. Ich habe heute leider keinen Angelbuddy dabei, der mit mir anstoßen kann. Aber der Kameramann hat sich jetzt schon freiwillig gemeldet. Der wird einmal auf diesen Ausnahmefisch anstoßen. Es ist ein bisschen früh dafür eigentlich, aber bei so einem großen Fisch kann man auch mal eine kleine Ausnahme machen. Wir wollen ja nicht viel trinken, sondern einfach nur die Tradition beibehalten, damit das Mojo auch stimmt und noch viele weitere dicke Fische heute folgen. Also Freunde, falls ihr auch Bock habt auf so ein Flachmann-Set, checkt einfach mal www.hechtundbarsch.de ab, da findet ihr den. Also auf den dicken Fisch und die folgen. Ja, Fisch! Alter, das gibt's nicht. Oh, das ist ein Zander. Oh Baby, bleib dran, bitte, bitte, bitte. Oh ja. Ja! Ja! Yes! Oh, ich habe gerade zum Kameramann gesagt, wenn wir hier nichts fangen, oh, es ist ein Zander, dann besaufen wir uns in der Kneipe, weil ich nicht viele andere Plätze habe. Das ist jetzt... Leute, ihr glaubt nicht, wie glücklich ich gerade bin. Oh, und es ist auch ein schöner Fisch. Oh mein Gott, ich bin so am Zittern. Oh, ich hatte wirklich schon aufgegeben hier am Spot. Scale noch mal extra nass gemacht. Für die Zuschauer, die gern drunter schreiben, die Scale ist aber nicht nass. Die ist immer nass bei mir. Oh, das gibt's nicht. Und ein schöner, Leute, ein schöner Zander. Guckt euch das an. Am 35er Fluh von Stroft. Eine E3 hier. Oh, er ist gallig, der Fisch. Oh. Mega. So, ist vorne dran. Und hinten. Kommt aber nicht mehr auf halb. Warte mal. Nochmal. Und das Brett nicht geknickt, ist gerade jetzt, ne? Ja. Und dann kommt er noch über halb. Kommt sogar auf voll. Hast du gesehen? Ja. 68, ne? Ja. Der ist gallig. Oh, weg ist er. Alter Schwede. Boah. Yes, Leute, das ist der Zander. Und genau in der richtigen Größe. Ich bin so happy. Alter, das gibt's nicht. Vielleicht steht hier noch einer. Jetzt probieren wir es nochmal. Und damit ist dann auch der erste stattliche Zander des Tages abgehakt. Sehr kurzweiliger Auftakt. Nach gerade einmal 60 Minuten sind fast alle Angler im Finale angekommen. Nur Veit sollte vielleicht vorübergehend in den Flugmodus wechseln. Ja, Leute, ich will meinen Fisch gerade reporten. Mein 68er Zander. Jetzt schreibt Louis, Hecht 1,14 Meter und postet so ein Schnapsglas. Ey, Louis, dickes Petri, Mann. 1,40 Meter in der Competition. Puh, Wahnsinn. Florian Zander, 68. Also not so bad, huh? What I said, the morning hour is the hour. Ja, der Erik, mein Kameramann, der hat mich gerade gefragt, ob ich wissen will, was die anderen so fangen. Und ich habe das abgelehnt. Ich bin heute irgendwie so nervös, dass ich das, glaube ich, nicht verkraften kann, wenn die anderen übelst fangen. Und ja, bis Mittag will ich es nicht wissen. Ich will jetzt erstmal 4, 5 stabile Barsche fangen, hoffentlich. Und wenn ich dann ein bisschen was auf der Karte habe, dann bin ich beruhigter. Dann will ich es auch wissen. Aber jetzt am Anfang, oh, ich bin echt so nervös, Mann.
Mir ist direkt ein bisschen schlecht. Fisch, ah, fuck. War ein Barsch. Ganz knapp vor den Füßen. Schade, hoffentlich ist das ein Trupp und kein weiten Wurf. Jo, boah, Riesenfisch. Boah, das ist ein Nein! Alter, alles abgerissen. Diese Scheiße, Mann. Ihr habt es jetzt vielleicht gesehen. Ich habe gerade einen Monsterbarsch abgerissen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der ist irgendwie wahrscheinlich über die Muschelbank. Und dann hat er mir die Hauptschnur durchgescheuert. Das war genau der, den wir brauchen. Das war ein richtig, richtig großer Barsch. Ey, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Aber es war genauso wie vermutet. Die stehen richtig weit draußen. Deswegen habe ich auch aufs längere Modell jetzt gewechselt. Das hat 2 Würfe gedauert. Scheiße. Oh, hoffentlich kommt noch mal so einer. Ich schleife ein Dropshot-System über eine Muschelbank. Deswegen bleibt das auch immer wieder hängen. Und das sind so Bereiche, die kann man mit einem Gummifisch teilweise schlecht abfischen, weil man würde viele Hänger bekommen, der würde kaum spielen, weil der immer wieder in so steile Muschelkanten knallt. Aber ihr habt mit dem Dropshot natürlich den Vorteil, dass ihr den an den Kanten hochschleifen könnt. Was man natürlich immer machen muss, man muss immer das Vorfach checken, weil diese Muscheln sind natürlich extremst rau, dass das Vorfachmaterial dann nicht beschädigt ist davon. Und ja, ich benutze dafür wieder meine Lieblingszanderschnur, die Stroft E3. Habe hier einen 35er Fluorocarbon vor. Ich glaube, das sind 17, 18 Gramm ungefähr. Habe meine Lieblings-Jig-Whip, die ich auch immer auf Zander nehme mit 20 bis 50 Gramm, aber eine Nummer länger und zwar in 2,55, damit ich so ein bisschen besser über die Kante rüberkomme. Und ja, die Kombi macht richtig Spaß zum Zanderangeln, kann ich euch sagen. Gerade wenn ihr an größeren Flüssen seid und nicht so viel Streetfishing macht. Fisch. Fisch. Kein Barsch. Zander. Nee, Hecht wieder. Aber kein großer. Kleiner. Gut, dann gehen wir wieder hoch in Messen. Weiter geht's. So langsam sammle ich mir meine Fische zusammen. 79,5, 80er Hecht. Sehr schön. 80er Hecht. Nicht sehr groß im Vergleich zu dem Fisch, den ich gerade gefangen habe, aber trotzdem, das sind alles wichtige Punkte. Ich möchte heute so viele Punkte wie möglich machen, um am zweiten Tag richtig abzugraden. So, der kommt zurück. So. Spritzig unterwegs, die Jungs. Man merkt, der Winter kommt. Die sind gut drauf, die Fischer. Die sind in Beißlaune. Es ist Herbst, die Temperaturen fallen. Und ja, man kann nichts anderes sagen, als die Fische sind gut drauf. Ich hatte gerade noch ein paar Bisse gehabt, leider nicht hängen geblieben. Also Action habe ich genug heute. Wir können uns auch nicht beschweren. Besonders in Kombination mit dem zuvor gefangenen Artgenossen hebt dieser Fisch Louis Hecht Score schon jetzt auf ein beachtliches Niveau und bedeutet außerdem die Führung. Flo zehrt derweil weiterhin von seinem Zander. Oh, Juli, du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin. Du kannst dir das nicht vorstellen, wirklich. Ich mache keinen Spaß, wie happy ich bin, ey. Das ist ohne Witz, das ist der größte Zander, den ich in 4 oder 5 Tagen Training gesehen habe überhaupt. Also, mega. Zander war echt jetzt mein Sorgenkind. Also ich freue mich jetzt echt, dass wir den abgehakt haben, sage ich dir ehrlich. Sorry, dass ich dich so voll sabbel, aber ich habe sonst niemanden. Irgendwem muss ich mein Leiden erzählen in den letzten Tagen. Ich war so einsam beim Training. Nee, mein Trainingspartner liegt ja mit Fieber im Bett, deswegen
habe ich allein trainiert. Macht nur halb so viel Spaß, musste ich feststellen. In dem Sinne, Domi, gute Besserung. Ja Leute, zweiter Spot. Jetzt muss endlich mal Fisch rauskommen. Ich bin immer noch auf Hecht in erster Linie unterwegs und das ist hier eigentlich so ein Platz, wo auch meistens, wenn dann nur Hecht beißt. Der Grund, warum ich jetzt hierher gefahren bin, hier steht voll der Wind drauf. Und wir hatten die letzten Tage eine konstante Windrichtung, also der Wind kam immer so aus Süden. Steht hier also dementsprechend auf diesem Ufer schon mehrere Tage drauf. Und gerade in diesen Großgewässern mögen die Hechte das. Also wenn hier Hechte stehen, stehen die hier so im Bereich um diese Einfahrt. Man hat die kleine Fahrrinne und rundherum ist alles relativ verkrautet. Man muss hier also keine extrem weiten Würfe machen. Ich habe einen Randale Max Chatterbait dran und jetzt hoffe ich einfach, dass sich hier irgendwo vielleicht jetzt ein halbwegs vernünftiger Hecht rumtreibt und das Ding dann auch nimmt. So not more action for me now. So I'm back on the exact place where I had the first perch, hoping there's more to catch, but I was moving all along and nothing was biting. Maybe because of the wind they stick to this zone. We are on our way to a Zander spot. I catch also there a few perch in between, sometimes in training, definitely not every time, but it's my go-to safe spot for Zander. So we'll see what happens. Wish me luck. At least the start has been made, but I can see not only by me the start has been made, but also with Lewis, Sami, Florian caught a nice Zander. So everyone's catching, and I think for the next 45 minutes it will remain the same, but the sun is coming a little bit higher already, and then normally we'll slow down a little bit. The only thing I could catch in the real daytime good was perch. Let's see. Was geht denn hier ab? Ey, na hör mal, das ist geheim. Denn die Santa's Fishing Bags, die sollen natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Überraschung sein. Und weil es in 2024 so viele artige Angler gab, hat unser Chef-Einkaufself den durchschnittlichen Warenwert im Vergleich zum Vorjahr nochmal mit über 20% steigern können. Für nur 49,99 € erhaltet ihr eine liebevolle Zusammenstellung an Ködern, Zubehör und Süßigkeiten, die fertig verpackt im Jutebeutel direkt als Weihnachtsgeschenk unter den Weihnachtsbaum kann. Jeder dieser Jutesäcke hat einen Warenwert von 85 bis 300 € und ist vollgestopft mit tollen Produkten der führenden Hersteller, wie zum Beispiel Nace, Rapala, Weston, Monkey Lures, LMAB und vielen mehr. Nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Hey du! Ja, genau du. Möchtest du eine Person beschenken, die gerne angelt? Und hast keine Lust auf stressige Weihnachtseinkäufe oder gar enttäuschte Gesichter? Dann sicher dir jetzt unsere Hecht und Barsch Weihnachtsgutscheine mit bis zu 15% Rabatt. Im weihnachtlichen Design gibt es den 50-Euro-Gutschein für nur 45 €, den 100-Euro-Gutschein für nur 90 und den 200-Euro-Gutschein für gerade einmal 170 €. Einfach bestellen und unter den Baum legen. So einfach ist Freude schenken. Aber Achtung, nur solange der Vorrat reicht und nur bis zum 19.12. auf Hecht und Barsch.de. Muss doch mal einer sein hier, Mann. So ein Chatterbait ist ja eigentlich immer ein Köder, wo man meistens eine relativ schnelle Reaktion vom Fisch drauf bekommt. Aber dafür angle ich hier schon ganz schön lange. Also ein bisschen schneller habe ich mir das schon vorgestellt. Okay, let's move. It's not biting anymore right now, so maybe we come back later, but now I want to check some other spots. Verstehe ich nicht, dass da nicht mal einer davor steht, ey. So ein Fehlstart hier.
Was ist denn los? Ja, ich kriege anscheinend die ganze Zeit Bisse und die beißen mir den Schwanz ab. Das ist unglaublich. Das war jetzt der 4. Köder. Also ich weiß nicht, was da halt los ist. Also Fische scheinen da zu sein, aber... Oh, liebe Zuschauer. Das ist nicht so schön. Im Finale, ich versuche, ihr merkt es, ein bisschen die gute Laune zu behalten. Also man muss ja immer optimistisch bleiben. Aber Fakt ist, 0 Punkte, 0 Fische. 2 Stellen, die jetzt eigentlich komplett versagt haben. Hier kam jetzt gar kein Biss. Es ist echt komisch. Ja, weil ich habe ja gesagt, Bedingungen eigentlich aus meiner Sicht einwandfrei. Der Wind steht hier schön drauf. Jetzt ein bisschen Licht dazu. Aber kein Hecht. Das ist die Tatsache. Das muss unbedingt besser werden. Aber abgerechnet wird erst zum Schluss. Deswegen jetzt nächster Spot. Irgendwann muss mal einer dabei sein, wo der dicke Fisch beißt. Und den finde ich hoffentlich heute noch. Also, auf geht's. Bite. Oh, ein Riesenbarsch. Scheiße. Ja! Leute, das gibt's nicht! Ein richtig großer Barsch! Also für meine Verhältnisse. Yes! Was ist hier los? Oh, Mann, ey, ist das krass. Oh. Barsch war doch gar nicht geplant für heute. Oh, das ist richtig gut da. Was ein und wieder. Oh, im Maulwinkel. Oh, perfekt gehakt. Wunderschöner Barsch. Oh, hat sich einfach nur reingehängt. Mega, was ein Fisch. Er ist gut. Vorne dran, hinten und er kommt sogar auf halb. Siehst du es? Ja. Da ist er drüber. Dann aufgerundet 45,5, 46. Boah, Alter, was ein Barsch. Mega. Was ist denn hier los? Schau dir den Barsch an. Oh. Oh, der geht jetzt ganz schnell zurück. Oh, mega. Oh, der will auch schon. Und da geht er. Yes! Yes, yes, yes! Ich glaube, Ton wird richtig böse sein heute Abend, weil ich hatte so ein schlechtes Training. Habe ihn so ein bisschen die Ohren voll geheult tatsächlich. Und jetzt fangen wir doch ein paar Fische. Oh. Ich habe gar nicht mit dem Barsch gerechnet heute, ehrlich gesagt. Ich habe im Training einen einzigen Barsch in 5 Tagen gefangen und der war genau 31 cm groß. Besser so als andersrum. Flo holt sich den zweiten Zielfisch in Top-Turniergröße und schiebt sich an seinem momentanen Mitbewohner vorbei. That's a good one. Still haven't felt the structure I want to feel on this spot. Because the current is going this way, I think the spot is there somewhere, but I don't want to go too quick. Fisch. Ah. Die Hechte werden von Fang zu Fang kleiner. Eieiei. Aber egal. Fisch ist Fisch erstmal. Ne, 68. Okay, Kleiner. Kurzer Besuch, du darfst sofort wieder zurück. Ah, schön. Schön, schön, schön. Es ist einfach gut fürs Gefühl, auch wenn das jetzt nicht Fische sind, die relevant sind für das Turnier am Ende. Ich möchte einfach sehen, dass mein Köder fängt, dass mein Köder funktioniert, dass die Fische darauf reagieren und dass ich einfach das Richtige mache. Einfach Strecke hier, eine Steinpackung
Hier drückt voll der Wind gerade drauf seit mehreren Tagen. Ich habe jetzt hier eine Menge Futterfisch und auch Räuber erwartet. Und ja, es funktioniert. Ja, wir gehen jetzt ein Haus weiter. Wenn ich privat hier wäre, würde ich hier heute den ganzen Tag stehen, weil die Fische, die ziehen da permanent rauf und runter. Aber ja, vielleicht stehen sie am anderen Spot, bisschen gestapelter. Wir probieren es, wenn da auch nichts kommt, kommen wir nochmal hier zurück. Und ja, das ist für den Vormittag der Plan. Mal schauen, also der Wind ist jetzt echt krass. Vielleicht schlägt es den Barsch noch auf den Magen. Keine Ahnung. Wir bleiben dran. Kommt schon noch einer. We stay on the same kind of spot, really the end of a lake, a smaller one. Just wanted to make a quick stop on the road, fish a few casts and see if some fish are moving. Now we have a bit of sun, so it could be good. It could be good. So we'll see. If it's not biting here, then we go zander fishing and maybe we try to come back on perch fishing in the afternoon. That's my only goal for today, perch and zander. That's it. The spot should be good. I know it can be good, but it's not big. I cannot walk all around, so just here, a few casts and then we move. Ja, Fisch. Oh, fuck, das war ein Barsch. Fuck, Alter. Shit. Yeah. But it's the kind of dog you can be scared for if they're not trained. Sieht eigentlich wie ein freundlicher Spürhund aus. Vielleicht könnte Veit sich den mal ausleihen. Hier am Rand steht jetzt ein Hecht. Ich hab's im Gefühl und er wird gleich auf meinen Chatterbait beißen. Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber in der Tat, ich fische jetzt hier ganz langsam einen Uferbereich ab. Man hat hier ein kleines bisschen Kraut am Rand, da stehen die Hechte auch gerne drin oder beziehungsweise direkt vor der Krautkante und genau da leiere ich jetzt hier mein Chatterbait entlang. Ich werde nur wenige Würfe hier machen an dem Platz, weil entweder, das ist meine Erfahrung, entweder klappt das oder es klappt halt nicht. Fischer. Bitte sein Zander. Bitte. Bitte sein Zander. Schon wieder nicht. Yep. Eingenetzt. Gut. Die Hechte sind sehr aktiv heute. Kann man nicht anders sagen. Ich spekuliere die ganze Zeit hier noch auf den Zander, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. 75,5. So, 76er Hecht. Lassen wir wieder frei. Dann Sprung nach vorne. Tschüss. Sehr schön. Wie groß war der nochmal? 76. 76er Hecht. Wird direkt gemeldet und weiter Druck aufgebaut gegenüber den anderen Teilnehmern. Ein gewisser Druck dürfte bei Luis Tempo auf jeden Fall zu spüren sein. Vielleicht ganz clever von Anton, sich die Ergebnisse nicht durchgeben zu lassen. Fisch! Jawohl. Geil. Das ist schöner. Jawohl. Oh. Jawohl. Oh, fuck, was ein Kampf, Mann. Oh, der Wind. Krank. Aber der hat jetzt vielleicht Ende 30, Anfang 40. Einfach am Plan dranbleiben, das ist immer wieder wichtig. Ich weiß aus dem Training, dass es funktioniert. Deswegen dranbleiben und es klappt. Geil, Mann. Geil. Liegt vorne an. 38. Es ist immer noch nicht so ganz die Größe, die wir hier brauchen.
Aber es ist ein guter Anfang. Wir schauen jetzt, dass wir hier gleich noch mal einen erwischen, vielleicht noch einen Ticken größer. Und der kommt jetzt erstmal zurück. Und hops. Boah, es ist echt nicht einfach heute. Der Wind macht mir echt Sorgen oder macht es ziemlich schwierig. Aber es funktioniert ja offensichtlich. Wir bleiben jetzt dran, wir probieren es weiter. Wir brauchen einfach 3,40 plus, dann bin ich happy. Und das schaffen wir auch noch. Auf jeden Fall eine Ansage. Allerdings ist ihm das ja schon in der Gruppenphase und im Halbfinale gelungen. Anton liegt nun gleich auf mit Sami auf Platz 2, während sich die erste Finalfolge dem Ende zuneigt. Einen haben wir aber noch. Ein Stachelritter wäre noch jetzt was, ne? Ein Zander, ein Barsch. Aber ich will mich nicht beklagen, das ist schon echt mega, was wir hier gerade erlebt haben. Jo, oh, der ist fett. Der ist fett jetzt. Jawohl, nächster Wurf. Der hat jetzt vielleicht die 40. Ja, Mann, geil. Oh. Komm. Ja, der steht gut. Der steht gut. Der steht... Oh ja, das ist ein geiler Barsch. Ja, Mann. Komm her. Boah, der ist fett, der ist fett. Der ist fett. Ja. Ja, Mann. Ja. Geil. 2 Würfe, 2 Fische. Der hat jetzt schon mal so 44 vielleicht. Fuck, ich krieg gleich Gänsehaut. Was ist denn los? Liegt vorne an. 42,5. Geil. Genau die Kollegen, die brauchen wir. Mega geil. Ey, einfach durchziehen. Irgendwann klappt's. Ey, Traumfisch. Geil. Der kommt jetzt sofort zurück und wir holen uns einen Kollegen ab. Oh. Schaut euch das an. Und zurück mit dir. Geil. Da geht er. Nice. Oh. Und wie schon beim letzten Mal auf meine eigene Route. Es ist so geil, Mann. Oh, es macht Spaß. Selbst mit den krassen Bedingungen, wirklich Wind in der Schnur, alles. Ich habe trotzdem nur guten Kontakt mit dem Gerät hier. Mega geil. Ja, bei solchen Bedingungen kommt es dann auch auf das richtige Material an. Geil. Ja, 2 Würfe, 2 Fische. Vielleicht machen wir die 3 voll. Wäre geil, wir bleiben dran. Auf geht's. Mensch, also wenn das so weitergeht, dann wird das ja ein Desaster hier heute. Scheiße. Mein Eindruck ist, den Chatterbait, den wollen sie heute überhaupt gar nicht haben. Es kommt einfach kein Biss drauf. Wie gesagt, guter Searchbait, aber die Fische müssen auch darauf reagieren. Eigentlich würde ich den Platz jetzt hier schon am liebsten wieder verlassen, weil ich ja einen Hecht hier fangen wollte. Und da erschien mir das jetzt so als, ich sag mal, die einfachste Lösung. Ich mache trotzdem noch mal kurz ein paar Würfe hier mit Gummifisch. Obwohl das hier tendenziell eher Zander bringt, allerdings meistens nur kleine. Und Tatsache ist aber, dass egal was, irgendein Fisch jetzt schon doch gut wäre, wenn ich den hätte. Und dementsprechend nehme ich jetzt alles. Egal was. So, das war ein geiler Start. 2 schöne Fische gefangen, ein Zander und ein Barsch. Wir drehen jetzt noch mal eine schnelle Schlaufe, gucken, ob da Strömung ist, ob es läuft, wortwörtlich. Wenn nicht, fahren wir Hechtfischen und hoffen, dass wir ein paar Hechte fangen können im Polder. Drückt mir mal bitte die Daumen, das läuft ja richtig gut gerade. Top zusammengefasst. Fast alle Finalisten sind hier gut reingekommen und haben bereits mehrere teils starke Fische in der Wertung. Highlight war sicherlich Louis Monsterhecht, der ihm neben der Führung auch einen beträchtlichen Vorteil für den Rest der Zeit verschafft. Einzig Veit erwischt wie schon in der Gruppenphase einen Fehlstart und muss zusehen, dass er den Kontakt zu den anderen nicht verliert. Ob der Magdeburger am Nachmittag zur Aufholjagd ansetzt und wer sich die beste Ausgangsposition für den alles entscheidenden zweiten Tag erkämpft, seht ihr am kommenden Sonntag.
Bis dahin viel Petri, wenig Weihnachtsstress und falls ihr Last-Minute-Geschenke sucht, ein Santa's Bag für Papa Bernd, ein Lure-Drop-Abo für Onkel Thomas, ein H&B-Gutschein für Tante Gisela oder ganz klassisch eine schöne Rodfather für Oma Heidrun gehen eigentlich immer. Ciao!